Hey Leute, ich bin Pitt von Tactical Sports Parts und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr unseren Dropdown Asus Slim an einer T15 anbauen könnt, damit es danach so aussieht. Intro ab! Was brauchen wir für den Umbau? Wir benötigen eine T15, einen 3,32 Zoll Imbus, dann einen 1/8 Zoll Imbus und zu guter Letzt einen metrischen 3 mm Imbus. Natürlich auch noch das, was in der Verpackung ist. Dazu gehört der Dropdown Asus Slim. Schauen wir, was wir hier noch so Schönes finden. Da haben wir 2 Schrauben, einen ASA-O-Ring, einen O-Ring für den Regulator als Ersatz, den brauchen wir für den Umbau direkt nicht, und eine Moosgummischeibe. Dabei ist auch noch die Anleitung, die brauchen wir zum Umbau natürlich jetzt nicht. Und damit haben wir alles zusammen, was wir brauchen und können loslegen. Dafür schaffe ich mir erstmal ein bisschen Platz und räume alles, was ich in dem Schritt nicht brauche, zur Seite. Da wir für den Anbau des Dropdown Asus nun den Lower Receiver benötigen, bauen wir erstmal die T15 auseinander. Angefangen beim Magazin, dann schrauben wir die Flasche ab und trennen den Upper Receiver vom Lower Receiver, indem wir die Pins, die die beiden Teile zusammenhalten, rausdrücken. Nun haben wir den Lower Receiver fertig für den Umbau. Nun lösen wir die Backplate-Schraube. Dafür benötigen wir den 3,32 Zoll Imbus. Legen die Schraube, die Backplate und den Real Plug zur Seite, die brauchen wir später noch. Um den Original ASA abzuschrauben, müssen wir die beiden innenliegenden Schrauben lösen. Dafür brauchen wir den 1/8 Zoll Imbus. Die Schrauben können wir ganz zur Seite legen, die brauchen wir nicht mehr, denn der Dropdown wird mit den beiliegenden Schrauben angebaut. Beim Abbau vom Original ASA darauf achten, die Dichtung, die innenliegend ist, rauszunehmen. Die könnt ihr gleich wiederverwenden oder auf Reserve legen. Nun bauen wir die Backplate an. Solltet ihr eine unserer Slingplates haben, könntet ihr auch diese stattdessen anbauen. Als nächstes bereiten wir den Dropdown ASA vor. Das bedeutet, wir setzen die kleine O-Ring-Dichtung ein in die vorhandene Kuhle, legen die Moosgummischeibe auf und setzen den Dropdown an den Lower Receiver. Schauen, ob die Moosgummischeibe irgendwo rüber guckt. Falls das nicht der Fall ist, können wir die Schrauben einsetzen. Und die Hand fest anziehen. Somit ist der Anbau des Dropdown ASAs fertig und wir können die T15 wieder zusammensetzen. Das heißt, die Pins wieder lösen, den Lower und Upper wieder zusammenbauen, die Flasche wieder reinschrauben, Magazin rein und fertig.
So einfach ist der Dropdown-ASA anzubauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir würden uns über euren Support freuen, indem ihr unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.